Was ist jetzt los? Runter da! Los, Rufus, mach, dass du auf dein Pferd kommst! Ich weiß nicht, wo mein Pferd ist. Bist du verrückt? Wie kann ein normaler Mensch plötzlich dein Pferd nicht mehr haben? Weil du deinen dicken Arsch auf ihn platt drückst, Fettwamme. Runter von meinem Gaul oder ich bohre deinen Kürbis an. Schweine, Lumpenpack! Ich hab versteckt, verdammt! Bleib doch genau der Kappe! Du Hurenbock! Wollen wir hier Rast machen, Emmett? Nein, wir wollen hier nicht Rast machen, Rufus. Wir reiten weiter, bis wir ein hübsches Fleckchen zum Verhungern gefunden haben, du Idiot. Mein Bein bringt mich um. Hoffentlich stimmt es, dass das Bluten in solchem Fall gut ist, Frank. Du läufst ja fast aus, mein Junge. Halt deinen Stinkarsch. Deinen wirst du sowieso bald zukneifen. Rufus, ich werde mit Frank für uns ein paar frische Pferde greifen. Du deckst uns. Rufus, wir wollen niemand umlegen, wenn es nicht sein muss. Wer sagt das? Ich, Rufus. Los, sitz ab. Wenn du es sagst. Frank, Ja. komm mit. Ich muss sagen, wir haben schon bessere Pferde geklaut. Sucht ihr was Bestimmtes? Ich bin Jim Calder, Stationsposten. Ja, guten Tag, Jim Calder, Stationsposten. Pine Bluff ist nicht weit von hier. Nicht mehr als eine Meile. Wir wollen gar nicht nach Pine Bluff. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Pferde tränken, bevor ihr weiterreitet. Na, wie habe ich das gemacht? Du hast überhaupt keinen Grund, stolz zu Auf sein. jeden Fall war es Notwehr. Verschwinde und hol uns was zu essen. Und koch es. Das ist Weiberarbeit. Tu, was ich dir sage. Scheiße, verdammte. Kochen. Ihr tut immer so, als ob ihr mit mir verheiratet seid. Gut, ich werde euch eine Frühlingssuppe kochen. Eine Frühlingssuppe mit Pferdekacke. Oh, was gibt's denn da für uns als Vorspeise? Frank! Emmett! Was hat er denn? Haben wir auch einen Whisky da, Puppe? Whisky? Luder!
Ja, ja. Ich will zum Brunnen. Ich brauche Wasser für mich und meine Pferde.
Gib das Ding her. Du bist nicht zufällig mit einem verheiratet, auf dessen Kopf ein Preis ausgeschrieben ist? Sie sind ein Prämienjäger. Richtig. Sie bringen Menschen um für Geld. Weißt du einen besseren Grund? Ja, das könnten Sie mir glauben. Ist ein Mann dir durchgebrannt mit einer Angemalten aus der Stadt? Ich wünschte, es wäre so. So wie Sie mit dem Revolver schießen. Können Sie mir das beibringen? Wozu? Hast du vor, jemanden umzubringen? Ja. Pferdekacke. Du hast es ja gestern nicht mal fertig gebracht, einen Bewusstlosen liegen zu lassen und einfach abzuhauen. Ich werde es lernen. Du wirst es vergessen. Das wirst du lernen. Was dir auch widerfahren ist. Du wirst es vergessen. Nicht solange ich atme. Ich weiß nicht, was du mit dir rumschleppst und es interessiert mich einen Dreck. Aber was es auch ist. Mit einem Revolver schaffst du es nicht aus der Welt. Mit anderen Worten, Sie wollen mir nicht helfen. Genau so ist es. Ich verlange es von Ihnen nicht umsonst. Ich sehe keine Taschen in deinem Umhang. Ich habe nicht von Geld gesprochen. Oh, Frühling in der Wüste. Es muss dir ein Herzenswunsch sein, irgendwen umzulegen. Wenn du wirklich schießen lernen würdest, würdest du zuerst eine in den Hintern geballert bekommen. Es ist mein Hintern. Es wäre ein Jammer, wenn er durchlöchert würde. Dafür scheint er zu hübsch zu sein, obwohl ich nur ein Auge auf ihn geworfen habe. Wenn Sie Glück haben, werfen Sie mehr als ein Auge. Glücksspieler bin ich nur dann, wenn es sich nicht umgehen lässt. Was wollen Sie damit sagen? Dass du eine gottverdammte Lügnerin bist. Sobald ich dich anrühren würde, bekäme ich von dir ein zweites Mal die Winchester über den Schädel. Meine Antwort ist nein. Schlicht nein. Nein. Nein.
viel waren es? Drei. Und dein Mann? Sie haben ihn umgebracht. Mein schönes Hemd. Ach, dieser verdammte Rufus. Das habe ich nur dir zu verdanken, du Muskopf. Wenn mein Bein wieder gesund ist, trete ich dir deinen Arsch zum Hals heraus. Wie immer, ihr beide gegen mich. Das würdet ihr hübsch bleiben lassen, wenn Vater noch am Leben wäre. Und der wäre noch am Leben, wenn du ihn nicht umgelegt hättest. Wie oft muss ich's euch beiden noch sagen? Es passierte, als ich meinen Knaller reinigte. Glaubt mir, es vergeht kaum eine Nacht, in der ich nicht das Gesicht von Vater vor mir sehe. Wer meint, was davon übrig geblieben war? Glaubst du, dass die Soldaten immer noch hinter uns her sind? Ich weiß es, Frank. Da sind sie. Aus dem Hinterhalt werden wir die Schweinebande abknallen. Idiot, abhauen werden wir. Hier, zieh die an, damit du unter deiner Decke ein bisschen mehr anhast als mein Pferd. Ich heiße Price. Thomas Luther Price. Ich bin Ich bin Henny Calder. Also, dann wollen wir uns auf den Weg machen, Henny Calder. Und wohin? Nach Mexiko. Da kenne ich einen guten Büchsenmacher. Einen Büchsenmacher? Ich kann dir ja wohl nicht gut das Schießen beibringen, ohne dass du ein Schießeisen hast. Wenn's dir nichts ausmacht, mit einem Toten auf einem Pferd zu reiten. Es macht mir nichts aus. Ihr kauft dir ein paar vernünftige Hosen und Stiefel. Wir haben noch einen langen, harten Ritt vor uns. Ich bin im Saloon, wenn du mich brauchst. Was soll ich mit den Hosen machen, die ich jetzt trage? Wasch sie aus. Tut mir leid, dass ich Ihre Größe nicht habe. Nehmen Sie mit den Hosen ein Bad und lassen Sie sie am Körper trocknen, dann laufen Sie ein und passen. Aber nicht ausziehen, bevor sie vollkommen trocken sind. Mit Ihrer Beschreibung kann ich nicht viel anfangen. Fast jeder Mann hier im Ort könnte einer von den Dreien sein. Sie sind Brüder.
Einer heißt Rufus. Die Clemens. Die waren in der vergangenen Woche hier, sind aber nur durchgeritten. Wissen Sie, wohin Sie wollten? Der Gestank dieser Saufbrüder war schon hier, bevor sie selbst kamen. Und hat sich noch immer nicht verzogen. Danke, Sheriff. War mir ein Vergnügen. Ein echtes Vergnügen. Wenn Sie nicht der Sheriff wären, würde ich einen herbeirufen. Ihr Popo ist tropfnass. Ihr Kinn auch. Ist der Kerl gebaut? Ich will sehen. Gewaschen und gebügelt, Thomas. Thomas? Thomas Luther Price. Ganz recht. Annie? Noch einer, Mister? Er selbst hat sein Schicksal herausgefordert. Samuel Harrington, lebend oder tot. $750, Michigan und Washington. Das ist ein Haufen Geld für 5 Minuten Arbeit. Wenn Sie überhaupt beweisen können, dass er es ist. Sie müssten ihn kennen, Sheriff. Wie ich gehört habe, war er schon über einen Monat in Ihrer Stadt. Sie hätten sich die Prämie also selbst verdienen können. Hätten Sie sich ihn etwas näher angesehen. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Price, Thomas Price. Tut mir schrecklich leid, Mr. Price. Ich hatte keine Ahnung. Sie haben das Geld? Wunderbar, wie Sie das machen, Sir. Bringen einen nach dem anderen Lumpen hier so an. Ich wünschte nur, ich wäre auch so ein Bursche. Ich meine, wie Sie. Ich bitte um Entschuldigung, Mem. Weswegen? Er war besorgt, ich könnte mir einen Schnupfen holen in meinem nassen Zeug. Ganz recht, Mr. Price. Für die Beerdigung. Klar? Ich komme auf dem Rückweg vorbei, um mir das Grab anzusehen. Das Grab wird da sein. Es wird da sein. Ja. Also auf nach Mexiko. Wer ist da unten, General Custer? Ich mach ihn fertig, pass auf. Runter mit dem Schädel. Willst du ein Loch im Kopf haben? Das würde ihn auch nicht viel verändern. Jetzt reicht's mir aber. Ich habe genug von deinen verdammten... Da! Runter, ihr Idiot! Ich habe einen Plan. Was für ein Plan? Sollen wir sie aushungern? Das ist eine gute Idee. Halt's Maul. Wir verschwinden hier. Das ist dein Plan? Ja. Und was machen wir, wenn wir verschwunden sind? Freuen wir uns, dass wir immer noch am Leben sind. Kapiert? Los, verpinkelt euch.
Er heißt Bailey. Niemand weiß, warum er sich in Mexiko niedergelassen hat. Ursprünglich betrieb er eine Werkstatt in New Orleans. Nach Ausbruch des Krieges fertigte er Waffen an für die konföderierte Armee. Als der Norden 63 die Stadt einnahm, musste er sich natürlich verdrücken. Die Yankees machten jedem das Leben schwer, wenn er nicht Abraham Lincoln war oder eine Hure. Und einen Büchsenmacher der Rebellen hätten sie kurzerhand an die Wand gestellt. Hat Bailey dir deinen Revolver gemacht? Nein, den habe ich von einem übernommen, der ihn nicht mehr gebrauchen konnte. Aber er hat daran so viel repariert, dass er den Revolver praktisch zweimal neu gebaut hat. Natürlich wäre es angenehmer, wenn er etwas leichter erreichbar wäre, aber er hat eine mexikanische Frau und mehr Kinder, als man an den Fingern abzählen kann. Kein schlechtes Leben, möchte ich meinen. Ein Zuhause mit Kindern. Ein Mann sollte etwas anderes auf der Welt zurücklassen als Grabsteine. Das gilt noch mehr für eine Frau. Thomas, ich freue mich, dich wiederzusehen. Gleichfalls, Compadre. Das ist Hanny. Calder. Willkommen in Mexiko, Miss Calder. Mrs. Willkommen in Mexiko, Mrs. Calder. Hast du sie endlich klein gekriegt, die gute alte Adams? Nein, sie ist in Ordnung. Ich wollte nur sehen, ob du noch mehr Kinder hast. 2. Die Nächte sind kalt hierzulande. Kommt ins Haus. Ist was, Emmett? Ist was? Natürlich ist was. Halt dein dreckiges Maul, Rufus! Ich kann dir ja mal sagen, was ist. Wir haben in 2 Wochen 4 Dinge gedreht und haben keinen Tropfen zu saufen, nichts zu fressen. Wir haben doch noch etwas Kaffee und 3 Pferde, die wir essen können. Das eine sage ich dir. Wenn du mein Pferd anrührst... Glaubst du, ich würde etwas anrühren, was du zwischen den Beinen gehabt hast? Ach, und wie war das mit dieser kleinen Ringelnatter in Sonora Town? Ha? An die bist du doch überhaupt nicht rangekommen, du Pfeifenkopf. Was du alles weißt. Was sagst du dazu, Emmett? Wie zum Teufel soll ich das wissen? Weißt du nicht mehr, wie ich an dem einen Abend zurückgekommen bin und hab geduftet wie eine Lilie? Ah, das beweist gar nichts. Willst du sagen, ich bin ein Lügner? Emmett, er sagt, ich bin ein Lügner. Bist du vielleicht keiner? Nenn du mir ein einziges Mal, wo ich nicht die Wahrheit gesagt Als habe. du gesagt hast, in der Postkutsche, die wir leer machen wollten, wären keine Bewaffneten, zum Beispiel. Um ein Haar wären wir dabei draufgegangen. Ja. Ach, sowas nennt man einen Irrtum, aber nicht eine Lüge. Aber egal. Ich habe nie gesagt, dass ich ein fehlerloser Mensch bin. Ich habe nur gesagt, Hör dass auf ich... zu sabbern, Rufus. Ich versuche zu denken. Womit denn? Hm? Du freche Rotznase. Ich habe doch nur Spaß gemacht, Emmett. Hast du plötzlich deinen Sinn für Humor verloren? Ich werde plötzlich einen kleinen Bruder verlieren, wenn die Rotznase nicht die Klappe hält und mucksmäuschen still ist. Frank. Ja? Wo können wir uns etwas Dynamit besorgen? Wollen wir das Stück Malheur in die Luft jagen? Nein, wir wollen das Stück Malheur nicht in die Luft jagen. Wir werden noch mal eine Bank besuchen. Er hat mich darauf gebracht, als er vorhin von dem Mädchen quatschte. Rufus, wie ist das denn? Sonora Town. Sonora Town. Dabei ist mir ein Kerl eingefallen. Gut aussehende Frau. Sie möchte ein Mann werden. Das schafft sie nie. Nein, nicht anzunehmen. Was wir dankbar begrüßen sollten. Darf ich fragen, warum?
Eine lange Geschichte. Ja, und geht mich auch nichts an. Was nun den Revolver betrifft, er muss für eine Frau selbstverständlich leicht sein. Das wird uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten, denn je leichter die Waffe, desto dünner der Stahl und so schleichen sich die Fehler ein. Tja, da werden wir in die Trickkiste greifen müssen. Thomas? Ich glaube, das wird eine kalte Nacht. Ja, weiß Gott. Komm, mein Lämmchen. Hier, nimm das. Halt es mit beiden Händen. Ja, so. Arme gestreckt, ganz gestreckt. Ja, gut. Und oben lassen. Jetzt kommt der Stein. Nein, mit den Armen oben bleiben, in Schulterhöhe. Und nun aufspulen. Immer mit einer halben Drehung. Gut, jetzt runterlassen, langsam und mit Bedacht. Lass dir das Holz nicht durch die Finger rutschen. Ganz wieder abspulen. Genau so, wie du es aufgewickelt hast. Na los. Hochhalten, hochhalten. Gut. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Das wirst du jeden Morgen und Abend machen. Bis du es 30 Mal schaffst. Und dann bin ich soweit. Dann nehmen wir einen etwas größeren Stein. Er hat ungefähr 3-mal so viel Pulver in den Lauf getan, als jemals erforderlich ist. Wenn er ihm jetzt nicht um die Ohren fliegt, wird es dir nie passieren.
Wer ist das? Er sieht aus wie ein Prediger. Der ist alles andere. Eine neue Kammer. 2 Wochen. Vielleicht nur eine. Der Grund, weshalb ich mir mit dem Äußeren einer Waffe so viel Mühe mache, liegt darin, dass ich das Töten für verwerflich halte. Es ist eine üble Sache, wie man es auch dreht und wendet. Ich kann nur versuchen, ihr etwas Stil zu geben. Wozu 2 Abzüge? Oh, ein bisschen Bailey-Zauber erspart es Ihnen, die Waffe mit dem Daumen zu spannen. Sie betätigen mit dem Mittelfinger den unteren Abzug, so wird die Waffe gespannt, dann den zweiten Abzug. Drück niemals eine Waffe ab, wenn du nicht ein Ziel anvisierst. Auch dann nicht, wenn du glaubst, sie ist ungeladen. Das ist das wichtigste Gesetz für einen Schützen. Komm mit. Wir üben zunächst mal von hier aus. Es hätte wenig Sinn, näher an die Puppe heranzugehen, bevor du schnell bist. Und jetzt zieh die Waffe langsam und sorgfältig aus dem Halfter. Nein, langsam und sorgfältig. Erst üben wir es richtig, dann üben wir es schnell. Okay. Arm gestreckt in Schulterhöhe. Rechtes Auge visiert über den Lauf. Beide Augen sind offen. Das ist wichtig. Warum, sage ich dir nachher. Langsam Abzug bis zum Widerstand. Nicht einfach durchziehen. Ganz schön, was? Der schlägt aus wie ein störrischer Maulesel, hm? Ja, das ist ein 9,55er Kaliber. Kaliber 9,55. Das schlägt von hier aus dem stärksten Mann die Beine weg. Aber es ist völlig daneben gegangen. Zu tief rechts hast du gehalten. Es ist vorn in die Erde gegangen. Nicht schlecht für den Anfang. Versuch's nochmal. Vor allem musst du dich mehr seitlich aufstellen. Vergiss nicht, dass du auch ein Ziel bist. Na los. Und nochmal. 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 Und nochmal. Das Abschätzen der Entfernung wird oft nicht ernst genug genommen. Es ist sehr wichtig. Bei Sonnenuntergang wirft ein Mensch einen langen Schatten. Das verführt dazu, die Entfernung zu ihm größer einzuschätzen, als sie wirklich ist. Mittags gibt's keinen Schatten, weil die Sonne direkt über dem Menschen steht. Da glaubst du, du könntest ihn mit gestrecktem Arm berühren. Wenn du deinem Gegner zu nahe bist, siehst du zu viel von ihm. Du siehst, wie er schwitzt, sich die Lippen befeuchtet, blinzelt. Und während deine Augen das alles erfassen, kann er dich töten. Nimm Abstand. Sieh von ihm alles und nichts. Und dann triff ihn genau hier. Genau hier. Und nachdem du geschossen hast, beweg dich sofort. Na los. Und beweg dich sofort. Er schießt auch auf dich. Du musst nicht nur die Entfernung, sondern auch die menschliche Natur richtig einschätzen. Also, da drüben steht ein Kerl, halb links von dir. Er sieht böse aus. Steht hoch aufgerichtet in der Sonne. Die Daumen lässig im Revolvergurt. Hut ins Genick geschoben, Beine breit.
Drüben rechts von dir steht ein Mann, dessen Gesicht du nicht sehen kannst. Er hat den Hut über die Augen gezogen, ist er abgewandt. Es sieht aus, als bemerke er dich nicht mal. Du musst beide kampfunfähig machen. Es wäre gut für dich, wenn du den schnelleren der beiden zuerst ausschalten würdest. Mach es mal. Hier. Haarscharf hier, Henny. Übe weiter. Er sieht nicht aus wie ein Mann, dessen Handwerk das Töten ist. Da kommt Kundschaft! Auf die Kundschaft würde ich gern verzichten.
Niños, a casa, corriendo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te puede ayudar? Winchester. Nochmal, Henny! Rufus, der Tresor fliegt in die Luft. Ich hab den gleich verpackt. Runter, du Knalltüte. Ich sag euch doch. Du hast das Geld kaputt gesprengt. Du Blödkopf. Du Dämlack. Komm, Rufus. Ja, ich hänge fest. Ach, du armer Arsch. Danke, Emmett.
Kellner versichert, er habe Sie gesehen. In Congress, gestern. Wenn Sie den Weg hierher eingeschlagen haben, können Sie heute Nachmittag hier sein. Ich sage es dir noch einmal. Gib es auf, Henny. Ich kann nicht. Du meinst, du willst nicht? Ich meine, ich kann nicht. Sie werden kriegen, was Sie verdienen. Aber du nicht, Henny. Ob du gewinnst oder verlierst, in jedem Fall verlierst du. Du wirst nicht mehr derselbe Mensch sein. Genau das verspreche ich mir davon. Gut, es ist dein Leben, Henny. Was für ein Leben ist das, wenn jeder Mann, der mich ansieht, sich Ich zum überlegt, Beispiel sehe dich an. Und was siehst du? Die Frau, von der ich mich überreden ließ, aus verdammtem Egoismus. Ich wünschte, ich hätte dich da gelassen, wo ich dich fand. Ich sollte dich jetzt noch allein lassen. Dann geh doch. Ich brauche dich nicht mehr. Du hast mich nur benutzt. Ist es so? Es ist so. Wie ich gesagt habe. Du bist eine schreckliche Lügnerin, Henny. Wieso kannst du mir nichts pumpen? Was hast du mit deinem Geld gemacht, mit deinem Anteil vom letzten Mal? Mit welchem Anteil? Kein Geld hält nicht lange. Ja, Frank hat recht damit. Weiber wollen auf Moos liegen. Was weißt du von Weibern? Im Kopf hast du wenig, in der Hose nichts. Halt's Maul. Emmett, sag du ihm auch Halt's Maul. Halt's Maul! Und dir soll er abfaulen. Du duftest bis hierher, Frank. Keine falsche Bewegung. Wenn du aufs Wort das tust, was ich dir sage, wird dein Leben etwas leichter sein. Und vor allem wesentlich länger. Schnall deinen Revolvergurt ab. Und lass ihn zu Boden fallen. Stoß ihn mit dem Fuß weg und dreh dich zu mir um. Frank Clemens, nicht wahr? So nennen mich die Leute, Sir. Frank, auf deinen Kopf sind $100 ausgesetzt. Für so billig wirst du gehalten. Das Sheriffbüro liegt gleich hier, quer über den Platz. Mal sehen, ob wir friedlich dorthin gelangen. Thomas. Thomas. Annie, schaff mich hier weg.
hast recht gehabt, Thomas. Ich bin eine erbärmliche Lügnerin. Genauso erbärmlich wie als Schütze. Und wer lügt jetzt? Sie werden dich umbringen, Annie. Sie werden es versuchen. Versprich mir. Versprich mir, dass du... Annie... Scheißkram, verdammte... Ja, Ma'am. Die Clemens-Brüder. Wissen Sie, wo die sind? Ich weiß nicht, wo die anderen stecken. Frank ist auf Zimmer 22. Das genügt für den Anfang. Hey, ich erinnere mich nicht, dich eingestellt zu haben. Haben Sie auch nicht. Ich suche hier jemand. Wenn es der von 22 ist, lohnt es nicht, dass Sie ihn finden. Ich glaube, es wird sich lohnen. Sie fangen ja früh an, Herman. Und hör spät auf, Ma'am. Wir gehen ein bisschen raus in die Sonne. Ja, Ma'am. Steh auf! Schnall ihn um. Kann ich mir meine Hosen anziehen? Es lohnt sich nicht für die kurze Zeit. Was zum Teufel willst du hier vorführen? Ich werde dich erschießen. Du meinst, du willst es versuchen? Jederzeit, wenn du bereit bist. Nochmal, Henny. Nochmal, Henny. Nochmal, Henny. Nochmal, Henny. Ihr Hotelschild scheint runtergefallen zu sein. Bitte sehr. Schmerzstillende $100. Aber mussten Sie ihn denn unbedingt in seine Bestandteile zerlegen? Die Bestandteile passen doch zueinander. Hier, für die Beerdigung. Oh, das ist eine sehr ungewöhnliche Geste. Ich habe sie von einem sehr ungewöhnlichen Mann gelernt. Ich erwarte, dass alles für die Beerdigung verwendet wird. Glauben Sie, dass es mir gefällt, was Sie damit andeuten, Ma'am? Es soll Ihnen nicht gefallen, Sheriff, es soll Sie erinnern.
Nur sehr ungern möchte ich Sie sein, wenn die beiden Clemens-Brüder das erfahren. Ich möchte um keinen Preis Sie sein. Ich habe eine Bibel geklaut, Emmett. Willst du nicht für Frank etwas vorlesen? Du verdammtes Aas weiß genau, dass ich nicht lesen kann. Und zum Teufel mit Frank. Das hättest du nicht tun sollen. Jetzt hast du Gott vielleicht auf uns böse gemacht und der bringt Halt dein uns fertig. verdammtes Maul! Ich will aber was sagen am Grabe unseres Bruders Frank. Nun sag schon, aber werde fertig damit. Ja. Frank. Du bist tot. Gott verdamm mich, wenn du mir nicht jetzt schon fehlst, du verdammter Mistkerl! Statt hier rumzuquatschen, solltest du lieber nach diesem Weibsbild suchen. Hab ich doch. Ich hab sie gesucht wie ein Gottverdammter. Verzeih mir Gott, wie ein verdammter Bluthund habe ich sie gesucht. Emmett, sie versucht, unsere Familie kaputt zu machen. Sag mir bloß mal, wer hat dir das verraten? Aber sie wird einen kalten Arsch kriegen. Ich werde sie aufstöbern und wir werden ihr einen kalten Arsch besorgen. Was machen die beiden da? Verdammt nochmal, wie soll ich das wissen? Scher dich rüber und frag sie. Danke. Sie sagen, Sie heben da noch 2 Gräber aus. Man hat Sie beauftragt, es zu tun. Wer hat sie beauftragt? Irgendeine Frau in der Stadt. Eine Frau in der Stadt. Sag ihnen, sie sollen nur 1 graben, weil sie nicht mehr als 1 braucht. Sie? Sie! Denn wir werden ihr einen kalten Arsch besorgen. Geben Sie mir davon einen Liter. Dieses Parfum wird nicht so wie Whisky verkauft, Ma'am. Aber eine etwas größere Flasche haben wir schon da. Lass die verdammte Flasche fallen! Hallo, Rufus. Du musst dich ja gewaltig entwickelt haben, seit wir damals zusammen waren. Von dir wird es sicher niemand behaupten können. Das war ein munteres Spielchen, das wir zusammen getrieben haben zu Hause bei dir. Die Beteiligten haben das sicher sehr unterschiedlich empfunden. Weißt du, weshalb ich dich nicht sofort erkannt habe? Weil du diesmal Sachen anhast. Aber bei Emmett und bei mir hast du verschissen durch das, was du mit Frank gemacht hast. Er war unser Bruder, falls du es vergessen hast. Und Brüder kann man sich nicht von den Bäumen pflücken. Und deshalb haben wir mit dir etwas vor. Du und Emmett und ich, wir werden uns erst mal ein bisschen amüsieren. So wie damals, weißt du? Und dann wirst du das kriegen, was du verdient hast, nämlich einen kalten Arsch. Nur mal los, Süße. Beweg deinen Hintern. Ich hab gesagt, beweg deinen... Hier, für die Beerdigung. Aber das reicht ja für 2. So ist es auch gedacht. Hören Sie, Miss Calder. Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie sich möglichst schnell aus unserer Stadt entfernen würden, bevor unschuldige Menschen Ihnen vor die Revolvermündung kommen. Warum haben Sie denn das nicht den Clemens-Brüdern empfohlen? Die werden zwar steckbrieflich gesucht, haben jetzt aber hier niemand belästigt. Während Sie hier wie verrückt herumballern. Ich werde Ihnen was sagen, Sheriff. Lassen Sie den letzten Clemens wissen, Henny Calder wartet auf ihn draußen im alten Gefängnis. Da werde ich meine Angelegenheiten regeln, ohne Ihren Schlaf zu stören. Sie sind eine harte Frau, Henny Calder. Wie schon mal jemand gesagt hat. Es gibt keine harten Frauen, nur weiche Männer.
Dieses Weibsbild! Was bildet die sich ein, dass sie glaubt, sie muss meiner Familie die Beerdigung bezahlen? Wo steckt das Luder? Wo zum Teufel finde ich sie? Sie hat gesagt, sie will draußen im alten Gefängnis warten. Ah, das wird ihr leid tun. Wehe dir, wenn du nicht beweisen kannst, dass es Notwehr war. Wenn du deinem Gegner zu nahe bist, siehst du zu viel von ihm. Du siehst, wie er schwitzt, sich die Lippen befeuchtet, blinzelt. Und während deine Augen das alles erfassen, kann er dich töten. Sieh von ihm alles und nichts. Und dann triff ihn hier. Jetzt, Henry!
du gewinnst oder verlierst, Henny Calder. Du wirst nicht mehr derselbe Mensch sein. Life never is peaceful, not ever until you find a way to stop it being a battle. Let's make it more peaceful day by day. Just do nothing. People laughing, people singing, people loving. That is something. Life never is peaceful, not ever until you find a way to stop it being a battle. So once it gets peaceful,